dir fällt es auch schwer, im Job oder im Hotel Nein zu sagen, dann ist dieses Video für dich. Viele Deutschlernende vermeiden das Wort Nein. Und genau das macht sie unsicher. Ich zeige dir in diesem Video, wie man auf Deutsch Nein sagen kann, ohne unhöflich zu wirken. Hallo und herzlich willkommen bei Aula Alemana. Ich bin Isabella, deine Deutschlehrerin. Ich habe selbst Deutsch als Fremdsprache gelernt und seit Jahren arbeite ich mit Hotelteams. Und ich kann dir ehrlich sagen, sie sprechen ihr eigenes Deutsch. Gerade im Hotel oder im Kundenservice willst du höflich sein, serviceorientiert, hilfsbereit. Aber manchmal musst du einfach Nein sagen, die Grenzen setzen. In meinen Deutschtrainings für Hotellerie habe ich bemerkt, dass es viele Schwierigkeiten haben, Nein zu sagen. Und das ist oft einfach kulturelle Sache. In Deutschland muss man einfach klar kommunizieren und Nein gehört dazu. Das wahre Problem ist die Kultur und Kulturunterschiede. In vielen Kulturen ist einfach Nein sagen No-Go. Viele internationale Mitarbeitende in Deutschland sagen, ja, aber das ist leider sehr schwierig. Vielleicht könnten wir auch anders. Ich weiß nicht, ob das nicht unhöflich ist. Das ist kein Nein. Das ist Unsicherheit. Deutsche Hotelgäste und Kunden erwarten Sicherheit, Effizienz und Klarheit. Im Deutschen wird Klarheit respektiert und unklare Aussagen erzeugen nur Diskussionen. Wenn du Nein sagen sollst, denk immer daran. Wenn du weich sprichst, dann muss dein Gegenüber noch mehr drücken. Jetzt bekommst du von mir 5 Strategien für ein klares und professionelles Nein. Das geht leider so nicht wirklich. Ja, Entschuldigung. Das ist leider so nicht möglich. Das ist leider so nicht möglich. Kurz, Punkt. Ja, das dürfen wir eigentlich nicht. Das können wir leider so nicht machen, aber ich kann Ihnen anbieten. Das können wir so nicht machen, aber ich kann Ihnen, hier sagst du was, anbieten. Eine extra Option beruhigt immer. Ja, ich will das nicht. Das ist unsere Regel. So ist unser Ablauf. Das ist unsere Regel. Das ist unser Ablauf. Wenn du unsicher bist, das System wirkt immer stark und nicht persönlich. Ja, ich weiß es nicht. Das kläre ich kurz. Das kläre ich kurz. Das ist kein Nein, das ist eine Führung. Das Gespräch offen lassen ist nie eine gute Option. Besser sagst du, das machen wir so. Oder so machen wir das. So machen wir das. Was du hier siehst, ist kein individuelles Sprachproblem. Wenn dieselben Situationen, dieselben Unsicherheiten und dieselben Sätze immer wieder auftauchen,
dann ist es ein Systemthema im Arbeitsalltag. Und genau daran scheitern viele klassische Deutschkurse. Ich arbeite mit Hotels genau an diesen realen Kommunikationssituationen. Nicht an Grammatik, sondern an Handlungssicherheit unter Druck. Alle Infos findest du unten in der Beschreibung und auf meiner Website. Merk dir das. Nein sagen ist kein Zeichen von Unfreundlichkeit. Es ist immer ein Zeichen deiner Professionalität. Im Deutschen klingt das weicheste Nein nicht höflich, sondern das klarste mit Respekt. Und wie ist das bei dir? Fällt dir das Nein sagen auch so schwer? Wie ist das in deiner Kultur? Schreib mir in die Kommentare. Nimm dir das zu Herzen. In jedem Team muss man einfach wissen, wie man ein Nein sagt und wie man Grenzen professionell setzt. Versuch diese Woche Nein ganz klar zu sagen, ohne dabei unhöflich zu sein. Ich wünsche dir viel Erfolg und bis nächste Woche. Tschüss!